Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Südkalifornien. Ja, ich bin in der Nähe von San Diego, um genau zu sein, in Carlsbad. Und nein, es ist nicht das tschechische Carlsbad, das gibt es nämlich auch, sondern ich bin hier wirklich, ich glaube, es ist noch ein kleiner Vorort, Aviara, glaube ich. Das haben alle so schöne spanische Namen, ist echt toll. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute hier, wie ich meine Zeit hier verbringen werde und wo ich verbringen werde. Also ich zeige euch einfach mal das Apartment und welche sozialen Aktivitäten, welche Facilities man hier so hat. Ja, ihr seht die kleine amerikanische Flagge, da stehen die richtig drauf. Hier seht ihr einmal das Wetter, also kleiner Ausblick. Das Wetter ist jetzt gerade im Moment so ein bisschen bewölkt, weil das vom Meer einfach in der Früh immer so ist und es zieht dann gegen Nachmittag weg und dann wird das Ganze schön. Auch hier seht ihr diese kleinen Oleander, da vorne gerade diese pinken, die haben wir ja in Alania auch. Ja, und da hinten geht dann immer die Sonne unter. Ja, wirklich viel sieht man vom Meer hier nicht. Auf jeden Fall, meine erste Nacht habe ich hier sehr gut verbracht. Ich muss sagen, es war sehr ruhig, sehr angenehm, auch wenn die Straße hier ist. Aber es ist eine nicht viel befahrene Straße und ich habe wirklich wunderbar geschlafen. Ja, da muss ich euch auch gleich etwas dazu erzählen. Aber erstmal zeige ich euch, wie ich quasi hier hochkomme und wo ich parke. Genau, das sind hier eben diese Stufen. Und das hier ist mein Leihwagen. Genau, das ist ein Chevrolet Equinox. Also absolut perfekt. Wirklich für die Zeit, wo ich hier bin. Und hier geht es dann quasi hoch zu meinem Apartment. Und dann geht es hier quasi rein. Also auch richtig süß gemacht hier einfach. Die haben alle hier diese Sandfarben. Das ist eine kleine Muschel, ganz süß. Sind alle so sandfarbig. Also ich glaube, wenn man das so von außen betrachtet, denkt man immer so, was sind das für komische Farben? Aber ich muss sagen, wenn du hier bist, es passt hier rein. Es ist alles so stimmig. Also wirklich, mir gefällt das richtig, richtig gut. Und das, was ich euch gerade auch hier erzähle, sind gerade auch so die ersten Eindrücke, die ich quasi gesammelt habe. Also wirklich, seid gespannt. An dieser Stelle für das Auto habe ich von Los Angeles, vom Flughafen, also das läuft auch alles wirklich wunderbar. Die ganze Autovermietung, was du dir da mieten kannst, das ist unfassbar. Ich habe jetzt für dieses Auto am Tag so ungefähr 20 € gezahlt. Also finde ich absolut vertretbar. Alle Kilometer frei, du kannst hinfahren, wohin du willst, alle Versicherungen gedeckt und so weiter und so fort. Aber da werde ich euch am Schluss auch nochmal eine Kostenaufstellung machen und mitgeben, was ich so gezahlt habe. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Apartment. Das ist quasi der Eingang. Ja, ganz süß hier. Die Vermieterin ist eine Künstlerin. Und dann hat sie hier quasi auch wieder hier kleine süße amerikanische Flagge. Ganz typisch. Das ist quasi das Apartment. Und es ist wirklich unfassbar sauber, wirklich. Das hier ist zum Beispiel der Ausblick. Also man hat hier auch überall Mückennetze. Aber das Krasse ist wirklich, ich habe hier keine Mücke gesehen. Also mein Bruder lebt ja hier, deswegen bin ich ja auch da, um einfach ihn und die Kinder und so weiter zu besuchen und viel Zeit mit denen zu verbringen. Und ja, es ist jetzt schon wieder durchgetaktet. Heute ist Freitag, heute ist Pizza Friday, da freue ich mich schon drauf. Und deswegen, ich bin hier ganz in der Nähe von ihm. Und merkt euch das, falls sich jetzt einige fragen sollten, warum ich nicht bei meinem Bruder bin. Meine Mama hat das mal gesagt, Besuch ist wie Fisch. Nach 3 Tagen fängt er an zu stinken. Und merkt euch das auch in Alania, Freunde, wenn ihr eine Ferienwohnung habt, das ist Gold wert. Ihr kriegt sehr viel Besuch und auch hier natürlich.
Und jeder hat irgendwie so seine eigenen Routinen, seine eigene Beschäftigung, Art und Weise, wie er halt eben lebt. Und das kann man mal für ein paar Tage machen, aber wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel 3,5 Wochen da ist, auch ein einzelner Mensch, ich habe ja auch meine Routine irgendwo, ich will einfach frei sein. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe die Möglichkeit, ich habe den Luxus, dass ich das auch eben so machen kann. Also Ferienwohnungen zu mieten. Und ihr werdet erstaunt sein, was ich hierfür in Kalifornien gezahlt habe. Man muss, wie gesagt, gucken. Das habe ich ja bei meinem letzten Video gesagt. Und man kann hier auch sehr gut verhandeln. So, weiter geht's mit der Wohnung. Ja, das ist einmal das Wohnzimmer mit einem kleinen Fernseher. Wir haben hier auch eine eingebaute Klimaanlage. Ansonsten die Decken finde ich sehr hoch. Ja, es ist sehr gemütlich. Hier so ein kleiner Kamin, eine Couch. Ja, hier habe ich mir erstmal so einen Adapter holen müssen. Beziehungsweise habe ich mir den ja auch mitgenommen. Es ist wirklich so ein Ding, das finde ich so ein bisschen blöd, dass man halt da seine ganzen elektronischen Geräte, du brauchst ja für alles einfach einen Adapter. Das ist halt, ja, es ist halt einfach so, ne? Halt anders. Ja, und das hier ist quasi der Essbereich, also ganz klein, kleine Wohnung, kleiner Essbereich, aber absolut ausreichend. Durch den Spiegel lässt das alles nochmal hier den Raum größer machen. Hier habe ich auch einen kleinen Balkon. Da kann man auch rausgehen. Ja, hier Palmen mit Ahornblättern und so. Ja, richtig schön. Ich muss auch sagen, die Luft ist echt toll. Es ist super angenehm. Also ich glaube so 21, 20 Grad ungefähr sind es gerade. Also absolut angenehm. Ja, das hier ist die Küche. Klein, aber fein. Also auch so ein Bar-Stil. Und ihr seht ja zum Beispiel jetzt den Boden, ne? Also das sind ganz, ganz andere Fliesen. Das heißt ja in Spanien auch. Ich glaube, das ist einfach dieser mediterrane Stil. Also da findest du solche Böden, die wir in Alanya haben, nicht so. Also so moderne Sachen gibt es hier selten. Das bauen die meistens in die moderneren Häuser und Wohnungen schon ein, aber so in den älteren eben noch nicht. Das wird alles doch so ursprünglich gehalten. Und ich muss sagen, trotzdem, es ist ja sauber, es ist ja nicht schlecht. Es ist halt nur der Stil, der einem einfach nicht gefallen könnte. Auch die Küche ist jetzt nicht die neueste, aber absolut ausreichend für den Zeitraum, wo ich halt eben hier bin. Wir haben so eine kleine Spüle und das ist ja auch mal so typisch amerikanisch, dass du da quasi das alles so shreddern kannst. Also da kommen deine ganzen Gemüseabfälle rein. Sie hat hier noch so einen süßen Zettel dazu geschrieben, also ja, was ich halt nicht reinmachen darf. Und heute in der Früh gab es erstmal richtig schön leckeren Kaffee. Dazu werde ich auch ein Video machen. Also gerade mal schnell hier was besorgen ist nicht, weil du bist so überfordert, weil alles so riesengroß ist. Es ist so riesig. Wahnsinn. Weiter geht's. Ja, hier halt eben diese typischen Toaster, was du halt machen kannst. Dann so ein riesen Ofen. Also irre. Mikrowelle. Auch nicht eingebaut, sondern separat. Ja, und eben der Kühlschrank. Das ist jetzt so Müllbeutel. Und hier habe ich eine Waschmaschine mit auch einem gleichzeitigen Trockner. Das findet man auch in ganz vielen Wohnungen. Ja, und hier rüber geht es dann in mein Schlafgemach. Also man kann einmal hier zum Badezimmer rein und wie gesagt, hier ist einmal das Schlafzimmer. Also auch absolut ausreichend. Ich finde, das hat sie eigentlich auch ganz süß und schlicht eingerichtet, nicht zu viel Schnick und Schnack. Das ist ein 2 Meter Bett mal 1,40 und ja, dann kann man hier natürlich auch noch mal in das Badezimmer rein. Hier ist gleichzeitig einmal so ein Garderobenschrank und
das hier ist eben das Badezimmer. Schaut euch mal bitte diese Duschbrause an. Krass, ne? Also da ist man natürlich schon in der Türkei was ganz anderes gewöhnt. Ich glaube, wenn du sowas in der Türkei finden würdest, das würden sie sofort wegmachen. Also echt witzig. Und vor allem, was mir jetzt hier auffällt, ich habe hier gar keine Brause, also gar keine Duschbrause. Das ist irgendwie, ja, sehr lustig. Und was man ja hier auch hat, zum Beispiel die Toiletten, die sind einfach nicht unterm Putz reingebaut worden, sondern die meisten sind hier einfach überm Putz. Also so, ich glaube, das heißt, also in Deutschland hatte ich das auch zum Beispiel, das ist ja ganz normal. Also die neueren werden halt immer unterm Putz eingebaut und die anderen, oder in Zypern hast du das zum Beispiel auch. Ja, das ist die Wohnung, wo ich demnächst bleiben werde. So, das ist der erste Eindruck. Jetzt zeige ich euch noch die Facilities hier, was es so gibt. Eben Pool und so weiter. Ansonsten, mein Koffer ist verloren gegangen. Der steckt irgendwo in Wien. Aber das war auch gestern so der erste Eindruck. Die Amerikaner sind so freundlich. Wirklich. Also ein verdammt herzliches, liebes Volk. Ich bin gestern, als ich in Los Angeles angekommen bin, ich war richtig verwirrt. Ich wusste nicht, wohin. Die haben mich auch erstmal von A nach B geschickt und jeder wollte mir helfen und hat gesagt, ja, geh mal dahin, geh mal dorthin. Und ja, ich weiß jetzt nicht, welche Airline das genau war, die das nicht auf die Kette bekommen hat, meinen Koffer weiterzusenden. Also ich bin ja mit Sun Express geflogen und danach mit Austrian. Also ja, auf jeden Fall, der Koffer ist nach wie vor in Wien. Aber letzten Endes konnte ich ja dann niemanden finden. Die haben dann meine Daten aufgenommen und gesagt, gar kein Problem. Der Koffer wird jetzt hier nachgeschickt und innerhalb von 24 Stunden wird er dann quasi an die Adresse von meinem Bruder geschickt. Und dann habe ich Gott sei Dank dann wieder ein paar Sachen, weil ja, gestern musste ich dann erstmal ein bisschen Unterwäsche, T-Shirts und so weiter besorgen, weil ich einfach nichts hatte. Ja, passiert, aber das soll mir auch eine Lehre sein, dass ihr ins Handgepäck immer ein paar Sachen mitnehmen solltet, weil sowas mal passieren kann. Ja, ihr seht hier die ganzen Palmen, auch ja, hier wieder Terrakotta-Steine. Ja, und das hier ist einfach so eine Wohngegend. Auch. Ja, ich finde es eigentlich ganz süß. Das hier findet man auch sehr oft. Also es sind nicht so Steinchen, sondern eher diese Kork-Sachen. Und ich glaube, hier geht man eben hoch zu den sozialen Aktivitäten. Ah. Das hier muss ja auch immer alles abgesperrt werden. Dafür gibt es dann einen Schlüssel. Aha. Ja, hier kannst du dich auch aufhalten. Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt, weil ich das hier sehe. Aber ich glaube, das ist halt ganz normal. Das ist der Pool. Und ja, einmal hier Frauen, Männer. Also das, was ihr hier gerade seht, das sehe ich auch tatsächlich alles gerade zum ersten Mal. Deswegen bin ich mal gespannt, was sich hier oben noch so verbirgt. Meine Vermieterin meinte, hier gibt es so einen Workout-Raum. Schaue ich mal da rein. Aha, also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich komme da jetzt gerade nicht rein. Auf jeden Fall steht hier so ein Turm und so eine Beinpresse drinnen. Und da in einem anderen Raum ist quasi so Gemeinschaftsküche und ja, wo man sich, glaube ich, hier mit den Leuten treffen kann, ein Barbecue machen kann oder wie auch immer. Und oh, jetzt spüre ich gerade die Sonne. Es ist einfach schön. Das tut echt gut.
Ja, das ist quasi, wo ich mich die nächsten Wochen aufhalten werde. Jetzt gehe ich erstmal zu meinem Bruder und wir fahren jetzt auch hier in eine Bäckerei. Die hat auch ganz viele deutsche Brotsorten und was es nicht, also wirklich was es nicht alles gibt, hast du nicht gesehen. Und da werde ich natürlich auch ein bisschen was aufnehmen oder euch zeigen und ganz viele Eindrücke hoffentlich mitgeben. Ja, einfach auch, dass ihr mal seht, wie es woanders ist. Ja, auch der Vergleich zu Alanya, glaube ich, ist ja doch auch immer ganz interessant. Also ich finde es hier schon wunderschön und ja, ich freue mich jetzt auf eine Brezen. Mein Gott, was habe ich mich danach gesehen? Könnt ihr euch vorstellen, ich habe in Österreich am Flughafen, ich wollte eine Breze essen in Wien. Diese Breze hat 4,20 € gekostet. Ich habe es sein gelassen. Ich habe mir gedacht, nö, die kriege ich in den USA auf jeden Fall günstiger. So war es auch. Also einfach irre. Die Preise am Flughafen wirklich, das kostet dich einfach eine halbe Niere gefühlt. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch der kleine Einblick hier gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und ja, ich würde sagen, bis dann!